Ganz schön laut hier. Ganz schön laut hier. Ganz schön laut hier. Das ist die Stadt, wie wir sie bisher kennen. Mit Mietrad und Leihauto soll das in der Stadt der Zukunft besser werden. Wie? Das hat sich Nora Zaremba für uns angeschaut. Ich teste heute 3 neue Verkehrskonzepte und schaue, wie ich damit durch Hamburg komme. Erster Test. Fahren mit dem Leihauto. Vom Betreiber Car2Go stehen 300 Stück in Hamburg. In der City finde ich sie schnell. 19 € kostet die Anmeldung. Und dann nochmal 13 € pro Stunde extra. Noch die PIN eingeben und los. Die Smarts sind zwar keine Elektroautos, aber mit Solardach ausgestattet und einer Start-Stopp-Automatik. Das spart Benzin. Parken kann man auf allen öffentlichen Stellplätzen. Von der Innenstadt aus bin ich jetzt in ein Wohngebiet gefahren. Ich könnte mir vorstellen, hier ist es schwierig, genügend Car2Gos zu finden. Die Frage, die mich aber richtig interessiert, ist, ob die Technik, die hier mit dem Car2Go verbunden ist, ob die auch immer funktioniert, dann, wenn man sie braucht. Neue Mobilitätskonzepte sollen Großstädte attraktiver machen. Jürgen Pietsch ist Stadtentwickler an der Uni Hamburg. Wie sinnvoll sind solche Konzepte gerade für die Großstadt? Na, sehr sinnvoll, denn wir haben damit die Möglichkeit, ohne neue riesige Straßen oder Verkehrsmittel mehr Komfort und auch Verkehrsleistung in der Stadt zu ermöglichen und damit die Stadt attraktiver zu machen. Gut, dann hoffe ich, dass es heute funktioniert und nicht nur heute, sondern auch zukünftig. Ich mache jetzt weiter mit dem Sauberbus. Und ich fahre mit dem Biohybrid wieder in mein Labor. Nächster Test also, der Bus. Aus dem Stadtverkehr nicht wegzudenken. Auch Busse können umweltschonend sein, mit Elektroantrieb. Dieser fährt mit einer Brennstoffhybridzelle und stößt nur Wasserdampf aus. Schön leise hier im Sauberbus. Es fährt sich sehr angenehm. 1,5 Millionen € kostet so ein Bus. Das Versprechen, meine Fahrkarte soll nicht teurer werden. Jetzt aber Bewegung. Ich will Rad fahren. Auf zum Verleih. Ich entscheide mich für Stadtrat. 120 Stationen findet man in Hamburg. Am besten vorher online registrieren. 5 € kostet das. Die erste halbe Stunde immer kostenfrei. Ein Tag für 12 €. Puh, endlich geschafft. Das sieht so einfach aus, aber ich hatte ein paar Schwierigkeiten. Ich musste dahin meine EC-Karte angeben und dann hat es auf Anhieb nicht geklappt. Dann habe ich nochmal telefoniert, aber jetzt haben wir es geschafft und jetzt geht's los und wir schauen mal, wie es sich mit dem Stadtrat Hamburg fährt. Radfahren belastet die Umwelt nicht und hält fit. Ich strample ohne Technik. Wie aber sieht Verkehr in 100 Jahren aus? Das ist eine Frage für Ulrich Reinhardt, Direktor am Institut für Zukunftsfragen. Herr Reinhardt, ich bin ja heute jetzt mit dem Fahrrad zu Ihnen gekommen. Das gibt es schon lange, ist nicht viel Neues. Welche neuen Mobilitätskonzepte können wir denn in Zukunft erwarten? Da wird der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt sein. Also vieles, was in Zukunft möglich wird, davon können wir heute nur träumen. Entscheidend wird wirklich sein, dass die Menschen auch in Zukunft möglichst schnell von A nach B kommen wollen. Und ob es in Zukunft jetzt eben ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist, ob es neue Techniken sind, ob es eine Entwicklung der Magnetschwebebahn aus den 60er Jahren ist, was weiterentwickelt wird, das ist den Menschen ganz gleich. Sie wollen möglichst schnell von A nach B kommen. Fahrerlose Kabinen, Beamen von A nach B. Schöne Ideen. Ich bleibe vorerst aber gerne auf dem Rad und nutze die öffentlichen Angebote der Großstadt. Aber gut vernetzt eben, mit Auto, Bus und Fahrrad. Ich habe mein Stadtrat jetzt zurückgebracht und es war wieder nicht ganz einfach mit der EC-Karte, aber insgesamt hat mir der Tag ganz gut gefallen. Ich war mobil und frei und musste mir eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ziemlich viele Daten von mir musste ich angeben im Internet. Und ja, jetzt regnet es, jetzt gehe ich nach Hause. Es war schön.